Guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Barbie Breakout, falls ihr neu hier seid. Ich bin Autorin, Drag Queen, TV-Maus. Manchmal muss ich überlegen, wer ich bin. Und ich bin professionelle Make-up-Artistin. Also, weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Bin professionelle Make-up-Artistin seit 25 Jahren. Habe also viel Erfahrung in diesem Job. Und heute haben wir diesen Look hier kreiert mit Produkten, die wir in PR bekommen haben. Also, die ich in PR bekommen habe, nicht ihr. Hi. Was genau das ist, zeige ich euch im Laufe des Videos. Und wenn ihr einfach dazu gucken wollt, wie dieser Look entsteht, dann lade ich euch hiermit ein. Wenn ihr wissen wollt, wie das passiert ist, dann könnt ihr einfach dranbleiben. Ne? Viel Spaß! Ihr habt schon in der Überschrift gelesen, was wir heute machen. Ne? Ich habe PR zugeschickt bekommen. Das Tolle ist ja normalerweise, ne, wenn ich früher bei Sponsoring angefragt habe bei irgendwelchen PR-Agenturen, dann kriegst du halt relativ schmucklos immer einfach so die Produkte zugeschickt. Ganz selten mal, dass die sich Mühe geben und eine schöne Karte schreiben und eine schöne Tüte und so. Meistens kriegst du einfach eine Box oder eine Tüte geschickt und da ist dann das Zeug drin und gut ist. Und das ist ja auch schon mega, ne? Also ich will überhaupt nicht undankbar klingen. Aber ja, ich merke, dass wahrgenommen wird, was ich hier mache, was mich wahnsinnig freut. Ne? Der Kanal wächst langsam, aber stetig. Die MitgliederInnenzahl wächst langsam, aber stetig. Und ich merke halt einfach daran, dass jetzt 2 Firmen gesagt haben, wir würden dir gerne Sachen schicken und mir eine schicke PR-Box geschickt haben, dass es aufwärts geht. Die erste Box, die ich euch zeigen will, hat mich sehr gefreut. Und zwar ist das von Mina. Das ist diese Box hier. Mina ist eine super coole Marke, gibt's schon ein paar Jahre. Die machen geile Produkte, alles vegan, cruelty-free und vegan, also auch Lippenstifte und so. Und wenn man sich die Website bei denen anschaut, also es ist alles based on Diversity und Inclusion und so. Es ist nicht nur ein Trendthema, dass sie sich zu Pride mal auf die Flagge schreiben, ein paar Influencer bezahlen, dass sie ihre Produkte tragen, sondern das ist quasi in die Firmen-DNA mit reingeschrieben. Das finde ich super cool. Und die haben mir diese Box geschickt. Wie gesagt, ich habe es gestern schon mal aufgemacht. Ich mache den Sticker für euch jetzt noch mal ab. Überraschung. Und drinnen ist diese Box, das ist der Spoiler-Alert, das ist das neue Produkt da drinnen. Ich habe es gestern schon aufgerissen. Aber ja, wir tun jetzt so, als wüssten wir nicht, was drin ist. Dann haben wir eine Mütze. For Everyone steht da drauf. Wir haben eine Karte bekommen, wo nochmal mehr Informationen zu den Produkten drauf ist. Und ein Lip-Duo. Das ist ein Lipstick und ein Lip-Liner in derselben Farbe, nämlich der Farbe 503. Die Idee hinter der 503-Serie ist quasi ein Pink Shade zu finden oder einen Shade zu finden, der an jedem Menschen gut aussieht, an jedem Hautton gut aussieht. Und zwar heißt dieser Shade 503. Ich zeige euch jetzt mal hier das Lip-Duo. Schaut mal hier, das ist der Lippenstift. Auch geil mit dem Magneten. Hier ist der Lip-Liner. Der gleitet auf der Haut wie wirklich Butter. Das ist der Shade 503. Den haben sie über die Jahre, guck mal, seit 2020. Also 2020 kam das erste Produkt mit dieser Shade raus, das war der Lip Liner. Und dann haben sie über die Jahre all diese verschiedenen Produkte in dieser Shade gelauncht. Da sind Cream Eyeshadows dabei, ein Cream Stick, ein Chubby Stick, ein Lippenöl, also ganz viel verschiedene Sachen, unter anderem auch dieser Lipstick. Und die neueste Kreation quasi ist in dieser Spoiler Alert Box, in dieser Farbfamilie. Und das ist ein No Rules Powder. Hier in so einer coolen, ich finde das Packaging auch mega cool, in so einer Box, die man so aufdrehen kann. Da ist hier ein Spiegel. Und das hier ist der Shade. Jetzt mal so ein Fingerswatch gemacht. Das ist nicht irrsinnig pigmentiert, also es ist cute pigmentiert, so dass man damit gut arbeiten kann, aber auch nicht so, dass man Angst haben müsste. Und das finde ich ganz geil. So, den werden wir heute benutzen. Vielen Dank, Mina, dass ihr an mich gedacht habt. Übrigens, ne, viele Leute denken, das heißt Thrina oder wird Thrina ausgesprochen, weil das Packaging-mäßig, wo ist denn die Box? Hier ist das Logo. Und wenn das so geschrieben ist, denken dann die Leute, weil da eine 3 davor ist, wird das Thrina ausgesprochen oder so. Es heißt aber Mina. Hier seht ihr das M. Da, M-I-N-A. So. Das ist die eine Box. Und die andere Box ist von unseren Freunden von Morphe gekommen. Morphe kennen die älteren Hasen unter euch sicherlich. Morphe war die Brand, die in der Zeit der Beauty-Influencer bei YouTube und das Influencer-Gate und also ne, es gab ja wahnsinniges Drama bei den Beauty-Mäusen auf YouTube damals mit Lord Voldemort und wie sie alle, Jeffree Star und wie sie alle heißen.
da hatte, also Morphe selber war nicht involviert, aber Morphe hatte mit denen allen irgendwie Kooperationsverträge und als die dann alle flammend untergegangen sind, war es um Morphe auch eine ganze Weile lang still. Aber sie sind wieder zurück und haben mir diese cute silberne Box zugeschickt und da drinnen befand sich diese kleine Maus hier. Das kann man aufklappen, da drauf steht Byliner. Ne, und wir können uns denken, was das heißt. Byliner in dem Fall, es geht um Liner, die beidseitig bespielbar sind. Ha, 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 ha. Und zwar sind es Gel-Liner. Der Unterschied zwischen einem Gel-Liner und einem normalen Liner. So einem normalen Kajal ist halt, die normalen Kajals sind ja fettbasiert. Ne, die kann man gut draufschmieren, kann man gut verblenden, aber die würden tendenziell auch wieder wegrutschen. Ne, wenn man sie jetzt nicht fixiert, haben die Tendenz wieder rumzurutschen. Gel-Liner sind anders formuliert. Die sind oft stärker pigmentiert, gleiten auf die Haut, sind also eine Full Coverage quasi in einem Swipe, ohne dass man da jetzt lange hin und her blenden muss, um ein bisschen Farbe auf die Haut zu kriegen. Und sie haben den Vorteil, dass sie waterproof sind. Also die trocknen, wenn man sie, ne, du kannst sie kurz verblenden, dann trocknen sie und dann bewegen sie sich eigentlich auch nicht mehr. Also gerade für diese Sachen, ich tightline ja super gerne oben in der oberen Wasserlinie, also ne, nehme mir das Auge hier hoch und ziehe da oben innen drin eine Linie in der Farbe und ganz oft will ich die unten nicht haben, auf der unteren Wasserlinie. Das heißt, ich muss ein Produkt finden, was sich nicht absetzt. Normaler, fettiger Kajalstift würde sich absetzen, dann hätte ich es oben und unten. Mit guten Gel-Linern, und das ist für mich immer, darin entscheide ich für mich, ob das ein gutes Produkt ist oder nicht. Guter Gel-Liner, den kannst du oben reinmachen und der setzt sich unten dann nicht ab, auch wenn du 10-mal geblinzelt hast. Und ich habe die gestern getestet und die machen das. Also, die machen das nicht. Die setzen sich nicht ab. Das sind wirklich geile Produkte. Das sind 10 Stifte, die jeweils 2 Seiten haben. Eine Seite ist schimmerig und die andere Seite ist matt. Also jeder Stift hat 2 Farben, die miteinander irgendwie korrespondieren. Ihr könnt das sehen. Wir haben hier, was nehmen wir denn? Zum Beispiel den. Der hat hier auf der einen Seite so einen kupferigen Braunton, auf der anderen Seite so einen matteren Braunton. Wir haben hier ist ein Weiß, mattes Weiß auf der einen Seite und ein Silber auf der Schimmerseite. Ich mache euch gleich noch Swatches, keine Sorge. Lest mal kurz vor, steht hier irgendwas dabei. Kostet 16 € bei uns im Verkauf. Und Morphe könnt ihr bei Douglas kaufen, ne? Wisst ihr. Ich werde jetzt gleich mal einen Look mit denen schminken. Ich zeige euch jetzt gleich mal einmal noch alle Swatches von denen. Ich swatch die next to each other quasi und zeige euch das. Und dann machen wir mal einen Look mit denen. So, und da habt ihr jetzt mal alle 20 Shades geswatcht. Hier fangen wir an mit Matt, gehen bis hier. Das sind die 10 matten Shades und hier sind jetzt die 10 Shimmer Shades für euch. Und nochmal, die sind wirklich auf die Haut gegangen wie ein Traum. Wir machen jetzt mal den Test, die Probe aufs Exempel. Wenn das jetzt Kajalstifte wären, ganz normale Fettkajalstifte und ich würde hier einmal drüber swipen mit der Hand, wäre das verschmiert. Wir machen jetzt die Probe aufs Exempel. Nichts passiert. Zweiter Swipe, immer noch nicht. Dritter, immer noch nicht. Nothing. Geil. Das sind gute Produkte, wie ihr sehen könnt. Will die gerade runter machen mit dem Feuchti, mit so einem Gesichtsreinigungstuch. Okay. Also ich empfehle vielleicht ein Abschminköl, wenn ihr die... Ja, Abschminköl wäre gut, glaube ich. So, ich habe ein kleines Make-up aufgelegt. Wir haben jetzt natürlich mit diesen ganzen Farboptionen, die wir haben 20 Farben, die uns geschenkt worden sind hier bei den Linern. Da haben wir natürlich super viele Optionen. Und je nachdem, was ihr für einen Gesichtstyp habt, was ihr Bock drauf habt, euch sind ja überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ich habe Videos gesehen von einer Creatorin, die super schön sich so super grafische Sachen ins Gesicht gemalt hat. Das geht halt mit solchen Dingern super geil, weil die nicht skippen auf der Haut. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal, das ist ein Lip Liner von NYX Cosmetics, den liebe ich sehr, den benutze ich auch die ganze Zeit. Und ihr seht, aber da muss man, ich müsste jetzt drücken und ein paar Mal hin und her gehen, um da eine Pigmentierung aufzubauen, während im Vergleich jetzt, ne, ist ein anderer Ton, aber nur mal im Vergleich, das ist, ihr seht, was ich meine, das geht super easy, das gleitet super easy hin und her und deswegen ist es halt auch im Auge total gut, wenn man sich irgendwelche grafischen Linien zeichnen will. Du
du hast halt sofort das Pigment auf der Haut. Du musst nicht 2-, 3-mal drüber gehen, dann werden die Linien nämlich wieder ungenau oder es zieht die Haut auch nicht zu doll, ne? Du musst nicht zu doll aufdrücken. Das ist ja dann auch manchmal doof, dass es dann so skippt. Du willst irgendwann eine gerade Linie ziehen, aber die Haut ist vielleicht auch schon was älter und nicht so straff mehr und schwupps hast du irgendwie eine Macke drin, weil das Ding nicht einfach drüber geglitten ist. Diese hier gleiten. Also wirklich sensationell. Aber ich habe gar keine Lust auf so einen super grafischen Look, sondern ich will euch eigentlich was zeigen, also ne, ganz oft bei der Arbeit darf man bei uns ja eigentlich gar kein Make-up sehen. Also die Models sollen alle so ausgehen, ja, ich sculpte die haben alle, ne, da ist eine Bronze, da ist eine Tiefe, da ist ein Highlight, da ist immer was gemacht. Die Augenbraue ist gemacht, die Wimpern sind gemacht, das Auge ist eingelegt, da passieren ganz viele Sachen, die man halt nicht sofort sieht mit dem bloßen Auge. Wenn man aber ein bisschen was sehen darf, ist das hier einer meiner allerliebsten Lieblingslooks, weil der bei jedem gut aussieht. Also in jedem Alter, bei jedem Skin-Tone natürlich, beim Skin-Tone variiert man dann die Farbtiefe und die Dunkelheit, die Helligkeit der Produkte. Aber im Grunde genommen ist es ein smudgy Smoky Eye, was aber eben jetzt kein Grau oder kein Schwarz oder auch kein Dunkelbraun hat, sondern eher so schimmerige Töne, die so ein bisschen, also ja, die sind dunkler als der Hautton, aber jetzt nicht super schwarz. Weil bei diesen super schwarzen Smoky Eyes zum Beispiel, bei mir selber ist das mittlerweile so und halt auch bei einem Großteil der Leute da draußen und bei ganz vielen von euch auch, dass es irgendwann zu hart aussieht. Und jetzt nicht, ne, ich bin überhaupt kein Mensch, der sagt, man muss sich altersgemäß kleiden oder so. Das ist alles Bullshit. Ich meine, ne, schaut mich an. Das Ding ist, ich ertappe mich dann selber ganz oft, dass ich Fotos von mir anschaue, die von mir gemacht worden sind auf irgendwelchen Events. Und ich habe zu Hause gedacht, ja, das ist geil, das ist Rock'n'Roll, das ist Grunge, super schwarzes Auge, glossy, messy, was auch immer. Und dann sehe ich später Fotos von mir und es sieht halt dann einfach nur hart aus. Und a little much. So. Und natürlich, ich verbiete mir das dann trotzdem nicht. Ne? Manchmal habe ich einfach Bock drauf. Und dann mache ich das halt nur für mich und für die paar Fotos, wo ich dann so pose, dass es geil aussieht und der Rest ist mir dann scheißegal. Aber es ist mir wohl bewusst, dass nicht mehr so viel so lange so geil aussieht, wie das früher so war und wie das vielleicht in meinem Kopf manchmal noch ist. Insofern tendiere ich bei mir selber auch manchmal dazu, softere Töne zu nehmen, um einen softeren Look zu kreieren, weil es dann mir doch mehr schmeichelt. Das, was wir jetzt hier heute machen, ist jetzt quasi die Smoky-Antwort, die altersübergreifend funktioniert. So für jeden Menschen in jedem Alter quasi. Und das Coole an diesen Stiften ist halt, dass wir immer eine matte Seite haben und eine Schimmerseite. Das heißt, wir haben mit der matten Seite die Möglichkeit, Tiefe zu schaffen und zu sculpten. Und mit der schimmerigen Seite können wir dann wieder das Licht irgendwo fangen. Ne? Können sagen, dem Auge sagen, das Gegenüber ist hier, guck dahin, da ist Licht, da geht was ab, da ist Höhe und so. Also ja, das ist super cool. Und für den Fall, ich nehme jetzt mal den hier, das ist Want Need. Die haben immer noch Namen. Ne? Jede Seite hat einen eigenen Namen. Ich gehe erstmal rein mit Want. Das ist die matte braune Seite, dunkelbraun. Und gehe mir damit hier oben in die Wasserlinie. Und damit, das mache ich immer sehr hübsch. Ich muss ein bisschen näher an die Kamera ran, damit ich sehen kann auf dem Monitor. So, und ihr könnt sehen, ne, da ist jetzt alles schön dunkel im Wimpernkranz, aber von oben, wenn man von oben drauf guckt, sieht man eigentlich kein Make-up, außer es ist hier ein bisschen was durchgerutscht, was jetzt auch nicht schlimm ist. Und deswegen liebe ich diesen Effekt, ne, weil ihr seht, das intensiviert den Blick, es verdichtet die Wimpern optisch. Ich habe noch keine Wimperntusche drauf und gar nichts, im Vergleich zu hier, wo das Auge relativ leer jetzt aussieht. Im direkten Vergleich. Ne? Das ist ein super Effekt. Und weil die Liner so geil sind, setzt sich das jetzt hier unten nicht ab, sondern bleibt nur da oben, wo ich es haben will, als Verdichtung, als Intensivierung. Jetzt nehme ich die schimmerige Seite, die heißt Need, und gehe mir mit der erstmal hier oben auf die Wimper quasi, also setze den gegen den anderen, aber auf die andere Seite der Wimper quasi, hier oben drauf. Und gehe auch direkt bis in die Wimpern rein, also in die Wimpern richtig rein. Platziere mir den da, das muss nicht super sauber sein. Passt ein bisschen auf, dass ihr nicht zu viel Produkt nehmt, weil den jetzt wieder wegzumachen ist ein bisschen komplizierter. Und jetzt verblende ich mir den einfach ein bisschen, smoke mir den ein bisschen aus. Nehme ich einfach so eine kleine Pencil Brush hier. Und das muss kein großer Akt werden, ne? Ich mache mir den einfach nur ein bisschen softer. Ich zoome euch mal ran. Mache mir da jetzt noch ein bisschen mehr. Und flick mir das tendenziell schon ein bisschen nach außen. Ich will keinen dramatischen Liner. Ich will nur, dass der Smoke das Auge so ein bisschen nach oben zieht auch. Und gehe jetzt hier mit dem Pinsel auch nur so über die Ränder und mache mir die ein bisschen softer.
Gar nichts Dramatisches. Es soll alles grungy aussehen, cool aussehen, sexy aussehen, dadurch auch ein bisschen selbst gemacht. Seht ihr? Und ja, es macht das Auge jetzt optisch erstmal kleiner, ne? Ist richtig, aber halt auch den Blick intensiver und shaped das ein bisschen. Und ich finde wir dürfen nichts machen, was das Auge kleiner macht, um Gottes Willen, ganz cute. Aber ein kleineres Auge ist manchmal auch einfach ein intensiver Blick. Ich verstehe, dass wir das nicht wollen, dass das Auge klein aussieht, aber ein bisschen ist gut, finde ich. Manchmal. Nicht immer, manchmal. Und außerdem werden wir uns gleich noch werden wir uns das Auge noch so ein bisschen einrahmen und dadurch wird es automatisch im Gesicht, in der Proportion des Gesichtes, nimmt es wieder mehr Raum ein. Trust me. Jetzt gehe ich mit dem gleichen Liner, und zwar wieder mit der gleichen Seite, mit Need, mit unserer Schimmerseite, mir auch unten in die Wasserlinie. Kurz mal schauen. Yes. Sieht jetzt schon so geil aus. Ist das so? Und gehe jetzt hier unten, rutsche hier nur unten mit dem Liner nochmal unterm Wimpernrand auch ein bisschen rum und lege mir da so ein bisschen Smoke hin, aber wirklich auch nicht viel. Verzupfe mir den mit dem Finger, dass sich das hier an der Seite so trifft und ein bisschen nach außen rutscht. So, eigentlich schon fertig. Es ist nicht zu dramatisch, es ist nicht zu düster, es macht das Auge nicht schwer, es macht mich nicht älter. Ich finde, das ist ein sexy Look, den jeder tragen kann. Wenn ihr jetzt jemand seid, wenn ihr sagt, ihr habt sowieso schon so kleine Augen und es stört euch aber jetzt wirklich, dass das Auge so ein bisschen pinscht, dann hättet ihr jetzt zum Beispiel auch in der Wasserlinie Give nehmen können. Ne? Das ist dieser cremefarbene Nude-Ton. Hättet ihr euch den in die Wasserlinie gemacht und den anderen nur unten drunter, hättet es das Auge deutlich geöffnet. Ne? Ich will das aber jetzt nicht. Ich will tatsächlich ein bisschen das. Nehme hier so eine Blending Brush und jetzt mache ich ich lege mir das Auge jetzt erstmal wieder ein, ne? Weil außer dem Stift haben wir bis jetzt ja gar nichts benutzt. Und um das ein bisschen einzulegen, hier ist die Beauty Bay Palette wieder, gehe ich mit Petal rein, das ist der hier. Und damit baue ich mir jetzt meine Lidfalte quasi wieder hin. Ihr seht, ich gehe hier auch ein bisschen rein, weil da mein Auge durchs Alter einfach die Tendenz hat. Hier fällt es schon so ein bisschen runter. Ne, da hängt so ein Fettpfropf. Und den schattiere ich mir einfach immer ein bisschen mit an, damit es da die Illusion von Tiefe gibt. Ziehe die Lidfalte mir quasi raus dahin, wo der Eyeliner später sich auch trifft. Also die treffen sich jetzt hier gerade und sagen sich Hallo, guten Tag. Weil ich weiß, ich will es ein bisschen rausziehen. So. Ich gehe jetzt nicht auf den Eyeliner drauf, weil da mache ich gleich noch was anderes und ich gehe auch nicht unten hin, weil da kommt auch noch was anderes. Auf den Eyeliner drauf oben gehe ich jetzt hier mit Peanut. Oder? Nee, mit Sugar. Das hier nehmen wir, das ist Sugar. Und damit gehe ich jetzt hier oben aufs Lid nur über den Rand des Liners. Nur über den äußeren Rand. Ne, das ist ungefähr in der gleichen Farbwelt. Das ist also es ist ein sehr, sehr ähnlicher Shade. Und ich will den jetzt nur ein bisschen intensivieren und nach oben hin soft aufs Augenlid blenden. Ich will jetzt nicht eine Farbe aufs ganze Augenlid legen oder so. Ich will jetzt kein klassisches eingelegtes Auge machen, sondern ich will einfach nur so ein bisschen mit den Shades hier spielen. Und den gleichen Shade nehme ich jetzt auf demselben Pinsel und ziehe mir den einmal unten unter das, was ich gerade da platziert habe. Ne? Gehe über die Ränder des Liners, den ich mir da gerade hingelegt habe. Das ist schon mal mega. Jetzt, wie bei jedem guten Smoky Eye, der dunkelste Punkt bei einem Smoky Eye, finde ich, es gibt verschiedene Herangehensweisen, sollte in den Wimpern sein, also im Innersten des Auges. Da sollte es am dunkelsten sein und von da aus sollte der Smoke quasi nach außen laufen. Ne? Also nach oben und nach unten, zur Seite, wohin auch immer. Das ist der dunkelste Punkt. Von da aus raucht es sich so nach außen. Das heißt, wir müssen jetzt hier natürlich noch wieder ein bisschen das Dunkle auch nacharbeiten, ein bisschen intensivieren.
Und das machen wir natürlich mit einem kleineren Pinsel auch, weil wenn wir da jetzt mit einem großen Pinsel hingehen, haben wir das Zeug überall. Das wollen wir nicht. Und jetzt gehe ich in Peanut tatsächlich, weil der ein bisschen dunkler ist als der andere. Nehme den hier auf den Pinsel, klopfe mir den ab und gehe jetzt nur in die Lashlinie, da wo der Pencil auch ist, und hole mir da ein bisschen die Tiefe zurück, intensiviere die ein bisschen, bestätige die Shape. Unten mache ich dasselbe. Ne? Und ihr könnt sehen jetzt, die Shape ist jetzt intensiviert, der Smoke hat sich ein bisschen vergrößert, wir haben es alles ein bisschen weiter auslaufen lassen, aber es ist immer noch in dem gleichen Duktus, es ist immer noch nicht zu dunkel, es ist immer noch nicht zu hart. Für mich kann das so stehen bleiben, ne? Weil ich finde, das ist ein sexy Look, der sieht, finde ich, wirklich an jedem gut aus. Wir hauen jetzt natürlich noch eine Ladung richtig fett Wimperntusche da drauf und schauen es uns mal an und gucken, braucht es noch mehr oder reicht das schon? Das heißt, ne, erstmal Wimpernzange. Finde ich schon mega. Ich mache jetzt, wenn ich es mir so angucke, finde ich, es kann hier oben noch in der Lidfalte noch ein Müh dramatischer, noch ein Müh dunkler. Gehe ich hier rein mit Tender, das ist der hier unten. Gehe einfach nur noch mal durch die Lidfalte. Ziehe mir die ein bisschen dunkler. Yeah. Das hat gefehlt. So, und natürlich, ne, wir haben so viele Liner hier liegen. Ich könnte jetzt natürlich auf dem anderen Auge einen anderen Look machen, aber das finde ich blöd, habe ich keine Lust zu. Das heißt, ich mache jetzt denselben Look auf der anderen Seite auch. Aber bevor ich das mache, will ich euch noch was zeigen. Ich liebe ein schimmeriges Highlight im Augeninnenwinkel. Auch für fast jeden Flattering, es sei denn, du hast super weit auseinanderstehende Augen, dann würde ich von einem Highlight in der Mitte absehen, denn das rückt die Augen immer noch ein bisschen nach außen. Meine stehen auseinander, aber nicht so dramatisch, dass mich das stören müsste. Und deswegen liebe ich ein kleines Schimmer-Highlight. Und normalerweise mache ich das mit Puder, aber kann man auch super mit einem G-Liner machen, wenn man einen hat in der richtigen Farbe. And we do. Das hier ist Take. Und Take mache ich mir jetzt einfach hier in den Innenwinkel. Außen dran, ne? Ich gehe nicht ins Auge rein, ich gehe außen drüber. Und ihr seht sofort, da reflektiert das Licht ein bisschen anders, das fängt sich da wieder. And that's really all I need für das Auge. Ich mache schnell das andere und sehe ich gleich wieder. So, wir kleben noch ein bisschen Lashes, because. Das ist eine Adele Balayage Wispies. Die hat so ein bisschen braune Strähnen quasi. Cute. Super gute Teachable Moment, ne? Die liegt jetzt halb drauf nur. Würde ich die jetzt, ich habe das in einem anderen Video schon mal gesagt, aber ich zeige es jetzt mal, würde ich die jetzt so kleben, wie meine Lash gewachsen ist, wie meine Wimpernlinie tatsächlich ist, dann würde ich die jetzt hier runterkleben müssen. Und guckt mal. Im Vergleich zu hier. Ich mache das Auge schwerer, ne? Das drückt das Auge so ein bisschen runter. Sieht ein bisschen traurig aus. Und nicht so hot. Deswegen gehe ich bei meinem Auge hinten einfach immer ein bisschen höher mit der Lash. Über da, wo meine Natural Lash wächst. Ich habe aus irgendeinem Grund Glitzer im Gesicht. Und jetzt zeige ich euch einen Geheimtrick, wie man Glitzer super gut entfernen kann. Und zwar mit ein bisschen Tape. Muss kein spezielles Tape sein, kann jedes Tape sein, sollte nur so ein Tape sein, dass euch nicht gleich das ganze Make-up mit runtergerissen wird. Also vielleicht kein Gaffer oder so, aber in der Not tut's auch das. Und da reißt ihr euch ein Stück ab, wickelt euch so eine Schlaufe um den Finger und tupft dann einfach da, wo der Glitzer ist, mal rüber mit dem Tape. Immer ein bisschen eine neue Stelle nehmen. Ihr wollt es nicht überall verteilen, sondern einfach nur runterholen. Würde ich auch immer empfehlen, wenn ihr so ein komplettes Glitzerauge gemacht habt, in Drag zum Beispiel, bevor ihr euch da abends hinstellt und euch das alles einmal durchs ganze Gesicht verteilt und dann die nächsten Tage damit zu tun habt, das überall wieder runterzuklauben, ist echt viel einfacher, einfach ein Stück Tape zu nehmen,
das aufs Auge zu legen, einzudrücken, abzuziehen, neues Stück Tape drauflegen, abziehen. Und das macht ihr so lange, bis da nichts mehr ist. Und dann könnt ihr euer Gesicht nochmal reinigen. Und ihr habt nicht die nächsten Tage überall Glitzer. So. We're looking cute, aber uns fehlen immer noch die Mina-Produkte. Wir haben hier einmal den 503 No Rules Powder, den nehmen wir als Blush. Dann haben wir den Lip Liner dazu und den Lipstick in derselben Farbe. Wir gucken jetzt mal, wir fangen an mit dem Blusher. Und schauen mal. Hier so ein, was ist My Kitco, My Flawless Face Medium. Machen uns hier ein bisschen was auf den Pinsel. Stoßen uns das ein bisschen ab auf der Hand, ich will keine Flecken. Und ihr seht, das ist soft pigmentiert. Man kann das also gut benutzen. Ich nehme das ein bisschen jetzt zum Sculpten auch. Ja, mache ich mit so dunklem Blush ganz gerne. Dann kann man den nehmen, um ein bisschen das Gesicht nochmal zu modellieren. Because why not? Habe ich im letzten Video schon gesagt, ich finde, Blush kann überall sein. I like lots of Blush und ich liebe den auch zum Shapen. Ich liebe den, um Kanten weicher zu machen. Ich liebe ihn, um auch ein Auge mit dem Rest des Gesichtes zu verbinden. Ganz oft mache ich das mit einem Bronzer zum Beispiel, dass wenn ich ein Auge mir gemalt habe und das Gesicht gebronzt ist und ich habe das Gefühl, die spielen noch auf 2 verschiedenen Partys, dann gehe ich einfach mit so einer Brush und gehe mir nun mal so durch die Tiefen einmal durch, ganz, ganz soft. Und schon habe ich das Gefühl, die spielen auf derselben Veranstaltung. Ne? Es hat sich an sich nichts verändert, der Look ist kein anderer, es ist nicht bunter geworden, aber das zieht dann die Sachen irgendwie so ein bisschen zusammen. And I like that very much, it's cute. So, jetzt kommen wir mal zur Lippe. Das ist auch, ich würde sagen, ein Gel-Liner, Gel-Lip-Liner. Der ist nicht so krass wie die auf den Augen, dass die dann gar nicht mehr runtergehen, ne? Es ist ja für die Lippe. Aber ihr seht auch hier, ja, One Swipe Immediate Coverage. Und der gleitet auch wie Butter über die Lippe. Also ich muss gar nicht hin und her, ich muss nicht aufdrücken. Cuteness. Jetzt füllen wir das mal auf. Trägt sich super auf. Riecht schön. Ne? Und it's a pretty color. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Ich tupfe den mal ein bisschen ab. Und jetzt machen wir da mal ein Highlight rein. So wie ich das normalerweise auch tragen würde. Nehmen wir mal Myth von MAC. Nur ein ganz bisschen. Das ist nicht so extrem. Nur damit es eine Dreidimensionalität bekommt. Und die Kontur male ich mir mit einem meiner Tried and Trues NYX Cosmetics in Mauve. Das ist mir noch zu wenig. Und weil mir das noch nicht dunkel genug ist, gehe ich hier nochmal mit Clubhopper von NYX Cosmetics nur in die äußere Kontur. Sagte sie und malte sich die ganze Lippe aus. Wie immer. Hört einfach nicht auf sich selbst, die Alte. Schlimm. So. Very cute. So, ihr Süßen, das hier ist der fertige Look. Wie ihr sehen könnt, es ist in sich geil. Intrinsisch geil, wie die Intellektuellen sagen würden unter uns. Wir haben ein wunderschönes, smoky, braunes Auge gemacht. Jetzt fällt mir sogar auf mit einer braunen Lash. Ich bin ja so meta mit all diesen Dingen. Wir haben, wie ihr sehen könnt, ein super schönes, braunes, smudgy, grungy, bisschen schmutziges, bisschen sexies Smoky Eye gemacht mit den Beilinern von Morphe. Die sind mega cool. Vielen Dank dafür. Ich finde die Textur mega geil. Ich werde die auf jeden Fall benutzen die ganze Zeit, weil die gleiten mega gut aufs Auge. Die halten wie Hulle. Du kriegst sie nicht mehr runter, es sei denn, du willst es wirklich. Das ist alles doll, ne? Immer einen Schimmer und einen Matt im gleichen Stift zu haben, spart wahnsinnig viel Platz. Also ja, für mich als Profi eine dolle Anschaffung. Und ich freue mich, dass ich dafür nicht bezahlen musste, sondern dass sie mir die so geschickt haben. Thank you very much. Dann haben wir den geilen Mina 503 No Rules Powder benutzt als Sculpting Blush. Also ich finde, das sieht super cute aus. Würde ich jetzt unbedingt Sculpting Blushes benutzen, wenn ich nicht muss.
Probably not. Dafür nehme ich dann meistens lieber Kontur, manchmal aber schon und dafür ist er perfekt. Aber ich finde einfach die Idee schon so geil. Zu sagen, bei uns ist es wirklich gelebte Inklusion. Das ist Teil unserer Brand-DNA. Wir sind keine Brand, die sich nur mal zur Pride oder nur für den Black History Month Inklusion auf die Flagge schreibt und dann Leute bezahlt, dass sie die Message in die Welt hinaustragen, dass wir uns für eine Gruppe Leute interessieren, für die wir uns sonst nicht so interessieren, sondern dass es bei denen tatsächlich Teil der DNA ist, der Marke und dass es immer mitgedacht wird und das finde ich mega cool. Ich finde diesen Puder mega cool. Ich habe schon überlegt, ob es nicht Sinn machen würde, eine Mascara auch mal zu machen in dem Shade. Habe dann auf dieses Ding geguckt, diese Timeline mit all den Produkten, die sie schon gemacht haben. Und ihr seht, hier 2023 haben sie eine Mascara gemacht in dem Shade. Also hey, ja, war ich wieder super innovativ mit meinen Ideen. Aber hey, anyway, wir haben die Lippen benutzt. Also ne, hier den echt coolen Lipstick und den Lip Liner, beides mega Qualität. Und können wir bitte über das Packaging nochmal reden? Allein das hier, da kriege ich einen Orgasmus. Dass das einen Magnet hat, der das ransaugt. Oh, teuer und geil. Und auch dieses matte, ich denke dann sofort an Pantone. Heißen die Pantone? Ja, nicht Panettone. That. Vielen Dank auch, dass ihr mir das geschickt habt. Ich freue mich, dass ihr so eine coole Marke seid, dass ihr so coole Produkte habt. Kann ich auch uneingeschränkt weiterempfehlen. Wenn ihr mal so einen Shade probieren wollt, die haben natürlich auch noch ganz viele andere Sachen. Ich habe von denen einige Lippenstifte. Aber ja, Mina ist eine coole Marke. Vegan, cruelty-free, inklusiv in alle Richtungen, kann man auf jeden Fall unterstützen. So, Look ist fertig. Wir haben uns kleine Wimpern noch geklebt, also oben eine größere, unten ein paar kleine einzelne. It's very cute. I like the look a lot. Den werde ich auch drauf lassen. Ich bin heute Abend zum Essen eingeladen. We'll keep it. So, ihr Süßen, ihr kennt das Spiel. Folgt mir, abonniert mich, macht diese Bimmel da weg bei YouTube. Bei TikTok bitte einfach folgen. Ich freue mich über jeden Follow, über jeden Like, über jeden Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr meine Sachen weiter postet. Nach wie vor ist das Ziel, dass dieser Kanal weiter wächst, obwohl wir ja offensichtlich schon auf dem richtigen Weg sind, weil, ne, PR. Ich uploade jeden Sonntag. Die Videos gehen immer, ich glaube, 17, 18, 19 Uhr oder so. Je nachdem, manchmal bin ich früher dran, manchmal ein bisschen später, aber sonntags gehen sie immer on. Das heißt, ne, wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, einfach schon nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.